Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in dem heutigen Teil schauen wir uns Schwachstellen von unserem Türzutrittsleser an. Den Türzutrittsleser mit der Einrichtung, mit dem Bau und mit der Administration haben wir in den letzten Teilen bereits vorbereitet. Heute schauen wir uns also an, was gibt es hier für typische Schwachstellen. Die primäre Schwachstelle, auf die wir uns heute konzentrieren werden, ist die Vigant-Kommunikationsschnittstelle. Die Vigant-Kommunikationsschnittstelle ist draußen, wo der Türzutrittsleser eingebaut ist, auch zugänglich, und wenn wir hier eingreifen, dann können wir maßgeblich die Türöffnung manipulieren. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns anschauen. Ich habe auch hier den Flipper Zero mit dabei, der wird uns heute auch wieder gute Dienste leisten. Ja, wenn wir uns den öffentlichen Bereich angeschaut haben, werden wir auch noch einen Blick in den geschützten Bereich werfen. Der geschützte Bereich sollte normal von außen nicht zugänglich sein, aber es gibt manchmal besondere Konfigurationen oder Situationen vor Ort, wo es doch Möglichkeiten gibt, hier direkt oder indirekt auf die Türzutrittssteuerung Einfluss zu nehmen. Was man da alles machen kann, das schauen wir uns eben auch an, und dann zu guter Letzt schauen wir uns die Gray Zone an, also quasi der Bereich zwischen öffentlichem Bereich und dem gesicherten Bereich, und zwar die Tür. Und an der Tür gibt es auch ein paar klassische Angriffsszenarien, hat jetzt weniger mit unserem Türzutrittssystem zu tun, aber ergänzenderweise oder der Vollständigkeit halber möchte ich da auch bekannte Angriffsszenarien vorstellen. Ja, ich hoffe, somit einen guten Überblick zu bekommen, denn wir werden dann ja auch weitergehen. Im nächsten Teil bauen wir unseren Türzutrittsleser in die Standalone-Version um, damit wir dann danach auch die Standalone-Version hacken können. Denn die Frage ist natürlich, wenn ich alles draußen im öffentlichen Bereich steuere, hat das in meinen Augen nicht so wirklich große Vorteile. Ob es schlimmer wird oder besser wird, das werden wir, wie gesagt, dann auch im nächsten Teil auch anschauen. Ja, ganz wichtig, noch eine kleine Ergänzung und Blick in die Zukunft. Wir werden uns natürlich auch noch in weiteren Teilen anschauen, wie wir die Software nochmal auf Schwachstellen analysieren können. Insbesondere, wie wir hier auf unserem Node MCU die Firmware rausziehen können und ob wir hier vielleicht Angriffsmöglichkeiten finden. Genauso werden wir uns auch den Türzutrittsleser anschauen. Wir werden hier nach verschiedenen Debugging-Ports schauen und wir werden versuchen, da die Firmware zu extrahieren und schauen, ob wir auf diesem Weg das Gerät kompromittieren oder übernehmen können. Ja, ich hoffe, ihr könnt heute wieder viel dazu lernen, gerade eben was den Angriff auf die Vigant-Schnittstelle bietet, und deswegen starten wir jetzt dann gleich sofort wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, der Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, eine Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, beginnen wir heute unseren Angriff auf den Türleser im öffentlich zugänglichen Bereich. Öffentlich zugänglicher Bereich ist der Bereich zwischen Leser bis wo das Kabel vom Leser dann in der Wand verschwindet und in den geschützten Bereich reingeht. Genau dieses Kabel dient zum einen zur Stromversorgung und zum anderen zum Austausch von Datensignalen. In diesem Bereich werden wir nun unseren ersten Angriff durchführen, und zwar ist das der ganz klassische Angriff mit dem Flipper Zero mittels NFC-Emulation. Ja, der für euch wahrscheinlich bekannteste Angriff gegen elektronische Schließsysteme ist der mit dem Flipper Zero. Dazu habe ich hier meinen Flipper Zero schon mal vorbereitet und wir starten einfach mal einen NFC-Angriff, indem wir hier in die NFC-Einstellungen gehen. Dazu habe ich hier den Token, der auch das Türzutrittssystem öffnet, und ich versuche den jetzt hier einfach mal mit dem Flipper Zero auszulesen. Das dauert jetzt hier einen kleinen Moment. Er versucht hier entsprechend die Schlüssel zu lesen und wir sehen jetzt hier, dass er alle Schlüssel extrahiert hat, und ich kann jetzt hier im nächsten Schritt mittels der NFC-Emulation diesen ausgelesenen Schlüssel emulieren, und wenn ich dann den emulierten Schlüssel auf das Bedienfeld lege, dann
wird der quasi kopierte Token übertragen und wie von Geisterhand öffnet sich die Tür. Relativ einfach das Ganze. Und das basiert natürlich darauf, dass der Laser hier keine großen Sicherheitsmechanismen unterstützt. Er tut rein die Seriennummer von dem Chip auslesen und prüfen, ob der für einen Zutritt berechtigt ist. Er überträgt das Ganze eben übers WIGAN-Kabel. Die Zutrittssteuerung prüft das Ganze und sagt dann, du darfst hier rein oder eben auch nicht. Ja, so einfach geht die NFC-Emulation und wer es noch nicht gesehen hat, ich habe eine ganze Videoreihe zu NFC Basics gemacht. Ich verlinke euch die Videoserie mal da oben mit rein. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich hier mit den Grundlagen von NFC-Hacking beschäftigen. Ja, nachdem wir uns das NFC-Thema angeschaut haben, schauen wir uns tatsächlich die Datenleitung an. In der WIGAN-Datenleitung werden die Daten ausgetauscht, die zwischen Türzutrittsleser und Steuereinheit verarbeitet werden. Wie wir die angreifen können, das schauen wir uns jetzt an. Im ersten Schritt werden wir uns auch wieder den Flipper Zero nehmen und wir nutzen hier eine spezielle Erweiterungsplatine für den Flipper Zero. Ich zeige sie euch hier auch nochmal in der Nahaufnahme. Mit dieser Platine werden wir jetzt unseren Angriff starten. Ja, also wir sind hier immer noch im äußeren Bereich, also der frei zugänglich ist hier. Und wenn ich natürlich den Laser mir packen kann und ich den Laser irgendwie aus der Wand rausbekommen kann, dann kann ich natürlich hier auch Zugriff auf die Verkabelung nehmen, die hier im Hintergrund zum Lesegerät führt. Wichtig ist hier, dass über diese Verkabelung, gerade bei WIGAN, die habe ich hier mal ja rausgeführt gehabt, dass wir uns auch hier etwas einfacher damit beschäftigen können. Also dass wir hier mit dieser Verkabelung auch Zugriff drauf nehmen können, was für Daten zwischen Laser und der Steuereinheit ausgetauscht werden. Um hier diese Daten mitzuschneiden, zu tracken, als auch mittels einer Replay-Attacke anzugreifen, habe ich mir die besagte Platine für den Flipper Zero gebaut. Ich stecke mir die hier mal dran. Ja, und die Firmware ist übrigens die ich euch schon im ersten Teil mal vorgestellt habe, die WIGAN Reader App. Ja, um das Ganze hier auszulesen oder mitzuschneiden, müssen wir jetzt diese Erweiterungsplatine mit den WIGAN-Datenleitungen verbinden. Dazu tue ich die grüne und weiße WIGAN-Datenleitung. In meinem Fall sind es hier die zwei blauen Kabel. Man kann sie auch an den Anschlussklemmen unten auf der Platine erkennen, was die grüne und was die weiße Anschlussleitung ist. Und um eine funktionierende Datenverbindung zu bekommen, muss ich zum Schluss auch noch die Ground-Leitung verbinden. Die Ground-Leitung ist in meinem Fall hier das grüne Kabel. Und das ist eigentlich alles nur notwendig, um die Datenverbindung aufzubauen. So, ich blende euch hier nebenbei auch mal die Oberfläche vom Flipper wieder ein, dann könnt ihr es besser anschauen. Und wir gehen in die besagte WIGAN Reader App. Die ist jetzt hier noch etwas veraltet, macht aber nichts, kann ich übergehen. Und ich gehe jetzt hier einfach mal in den Lesemodus. Ja, was ich noch nicht gesagt habe, entgegen der ersten Konfiguration im ersten Video, auf was ich gerade verwiesen habe, wo wir ja die Datenleitung direkt mit dem Flipper Zero verbunden haben, müssen wir hier tatsächlich diese Platine nutzen, weil wir sonst entsprechend die Datenleitung nicht entsprechend manipulieren können für unseren Replay-Angriff. An unserer Stelle jetzt hier gehe ich einfach jetzt mal tatsächlich in den Lesemodus rein und während der Lesemodus geaktiviert ist, kann jetzt zum Beispiel unser Opfer kommen, nimmt jetzt hier seinen NFC-Token her, hält ihn an das Türzutrittssystem und während er die Tür damit öffnet, trackt parallel unser Flipper Zero die Daten, die über die WIGAN-Leitung geschickt werden. In unserem Fall haben wir sie auch hier gleich auf dem Display stehen und wenn ich die mit einem Druck auf den mittleren Button mit Play dann entsprechend Replay, dann öffnet sich auch hier die Tür, so als hätte unser Opfer die tatsächliche Türzutrittskarte noch ein zweites Mal draufgelegt. Ja, mit dem Angriff über den Flipper Zero, über diese WIGAN Replay-Attacke, können wir grundlegend hier steuern. In der Praxis ist es natürlich alles wenig praktisch, wenn ich den Flipper Zero hier immer manuell steuern muss. Aus diesem Grund gibt es in unserem nächsten Angriffsszenario dieses RFID-Tool. Ich zeige es euch jetzt hier auch nochmal in der Nahaufnahme und mit diesem können wir schon wesentlich besser die Angriffe auf die WIGAN-Schnittstelle fahren. Wie das Ganze funktioniert, wir schauen es uns an.
denn das ist wirklich bequem. Wir können hier ein eigenes Wi-Fi-Portal aufmachen und so auch remote auf die Wiegand-Datenverbindung zugreifen und die Tür sogar auch remote öffnen. Ja, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Ja, dazu muss ich das ESP-RFID-Tool jetzt erstmal anschließen. Während ich das tue, möchte ich euch kurz noch ein paar kleine Hintergrundinfos geben. Das Tool ist eine Weiterentwicklung von einem Tool, was auch im Handel käuflich erwerblich ist. Ich habe das ein bisschen weiterentwickelt, verbessert und ich füge euch einfach mal einen Link unten in die Videobeschreibung mit hinzu, wo ihr ein paar Hintergrundinformationen auf meiner GitHub-Seite zu dem Tool findet. So, ich habe jetzt hier alle 4 Kabel verbunden, das heißt der ESP wird mit Strom versorgt und wir sehen es hier auch schon anhand der kleinen blauen LED, dass dieser startet und läuft. Ja, auf meinem Telefon kann ich jetzt in die verfügbaren WLAN-Netzwerke reingehen und sehe auch hier schon, dass das ESP-RFID-Tool als neues Netzwerk da ist. Ich gehe auf das ESP-RFID-Tool einfach mal drauf. Ja, und wenn ich dann die hier sichtbare Startseite vom Tool aufrufe, bin ich auch schon im Hauptmenü. Ja, das Tool würde ich euch gerne auch mal in einem separaten Video vorstellen. Das ist eigentlich eine recht coole Geschichte. Doch das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, hier nochmal genau auf dieses ESP-RFID-Tool und die Weiterentwicklung einzugehen. In unserem Fall jetzt hier nehmen wir das einfach jetzt als gegeben an und ich möchte euch einfach zeigen, was das Tool im Vergleich zum Flipper Zero kann. Also, wenn jetzt hier ein Opfer kommt und öffnet den Türzutrittsleser mit seinem Token, dann ist unser Tool hier in der Lage, permanent und dauerhaft diese Zutritte zu tracken. Und wenn ich hier entsprechend im Logfile reingehe, sehe ich auch hier, dass hier eine entsprechende Karte gerade eben versucht hat, die Tür zu öffnen. Hier sehe ich auch die komplette Bitfolge, die über die Wiegand-Leitung gelaufen ist. Und in meinem Fall kopiere ich sie mir hier mal einfach in die Zwischenablage. Und ich kann dann da oben im Bereich Binary Transmit oben diese Bitfolge einfügen. Dann kann ich hier einen Replay-Angriff starten. Normalerweise habe ich hier ja unten, man sieht es da unten, diesen Replay-Button eingebaut. Der funktioniert getestet mit 34-Bit-Readern fehlerfrei. Mit die 35-Bit-Reader führt das leider dazu, dass die Daten nicht sauber übermittelt werden. Ich muss da leider den Code noch ein bisschen anpassen, wenn ich mal Zeit finde. Und als kleiner Workaround, also wenn es auch ihr untypische Bitformat Wiegand Reader nutzt, könnt ihr immer noch oben über die Copy-Paste-Funktion hier oben bei der Binary dann die mitgetrackte Bitfolge einfügen und mit einem Klick auf Transmit werden die Daten gesendet und ihr habt es gerade kurz gesehen, wie sofort die Türöffnung aktiviert wird. Ja, ihr könnt gerne Kommentare da lassen, wenn euch mehr zu diesem Tool interessiert. Doch jetzt schauen wir uns einfach mal die anderen und weiteren Angriffsszenarien an. Ja, das war der Angriff im öffentlichen Bereich. Doch jetzt schwenken wir mal rüber in den gesicherten Bereich. Im gesicherten Bereich sollten wir normal keinen Zugriff haben. Doch es gibt natürlich aufgrund baulichen Gegebenheiten immer die Möglichkeit, dass sie irgendwelche Verkabelungen auch raus Richtung Türleser gehen, wo wir auch ansetzen können, wo der Installateur vielleicht gar nicht so bewusst war, dass es hier dadurch eventuell die Sicherheit vom ganzen System gefährdet. Welche Möglichkeiten es hier gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, unsere Türzutrittssteuerung, wer sich noch daran erinnern kann, beim Bau ist mit einem vorgesehenen Taster zum Öffnen der Tür vorgesehen. Der Taster ist in unserem Fall nicht angeschlossen, aber allein die Existenz oder dadurch, dass ich hier ein Kabel anschließe, was vielleicht auch raus Richtung Türleser führt, aber vielleicht gar nicht so dafür vorgesehen ist, kann dazu führen, dass ich durch eine Brückung von dem Kontakt den Türöffnungsmechanismus triggere. In meinem Fall nehme ich einfach ein kleines Jumperkabel und brücke die 2 Kontaktpins und man sieht sofort, wird der Taster ausgelöst. Der Taster ist quasi dazu da,
dass wenn eine Tür auf beiden Seiten einen Türknauf hat, würde ich ja die Tür nicht mehr öffnen können, wenn ich im gesicherten Bereich bin, und durch den Taster kann ich per Tastendruck die Tür wieder entriegeln, sodass ich den gesicherten Bereich wieder verlassen kann. Ja, neben dem Angriff auf den Taster gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sofern das Relais irgendwie von außen erreichbar ist, auch das Relais zu manipulieren. Denn wenn ich das Relais manuell drücken kann, dann kann ich auch hier den Türöffnungskontakt ansteuern. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich direkt hier am Relais. Ja, wenn ich einen Zugriff auf das Relais bekomme, egal warum auch immer das der Fall sein könnte, dann habe ich ein Riesenproblem. Denn das Relais, was ja normal den Zustandswechsel zwischen Normally Open und Normally Closed vornimmt, das kann ich auch hier dann manuell drücken. Das heißt, das Eingangskabel, was hier schwarz in die Mitte reinläuft, ist ja normalerweise nach oben hin offen. Das heißt, die LED geht nicht, und wenn ich das jetzt hier auch wieder mit einem kleinen Jumperkabel brücke, dann kann ich hier manuell diesen Kontaktschluss machen und den Türöffner mit Strom versorgen. Ja, hier auch nochmal ein bisschen aus einer kleinen anderen Perspektive kann man es gut erkennen. Wie gesagt, normalerweise sollte man jetzt da nicht drauf zugreifen können, aber es gibt manchmal bauliche Möglichkeiten, dass man trotzdem einen Angriff dieser Art fahren kann. Ja, wenn wir dann aus dem Türzutrittsleser direkt näher an die Tür gehen, also direkt dort, wo unser Schließblech ist, da gibt es dann auch noch ein paar klassische Angriffsvarianten. Neben der rein mechanischen Gewalt, sage ich mal, indem man hier mit dem Schraubendreher versucht, manuell die Tür aufzuhebeln, gibt es dann natürlich noch andere Angriffsszenarien. Mechanischer Art, es gibt auch Angriffe natürlich durch Innentäter, die vielleicht während der Öffnungszeiten die Tür manipulieren wollen und somit den Angreifern nach Besuchszeit oder nach Dienstschluss hier eine Eindringmöglichkeit zu schaffen. Da gibt es auch Möglichkeiten, hier am Schließblech tätig zu werden. Zum einen auf der Türseite, dass man hier einfach versucht, den Schnapper so zu verklemmen, dass der Schnapper nicht mehr rauskommt und somit die Tür ganz einfach aufgedrückt werden kann. Oder auf der anderen Seite, dort wo der Schnapper ist oder wo dieser elektromechanische Verschluss ist, dass man an der Stelle versucht, das Ganze einzuklemmen, dass auch hier der Schnapper dann entsprechend drüber rutscht. Und dann gibt es noch in manchen Situationen einfach die Möglichkeit, dass man zum Beispiel mit einem Magneten außen an der Tür diesen Schließmechanismus aufschieben kann. Ja, was auch ganz tricky ist, was auch viele gar nicht wissen, ist, wenn die Drähte von dem Magnetschließer irgendwie zugänglich sind. Entweder werden sie vielleicht außen an der Tür geführt, also in dem öffentlichen Bereich, wo sie eigentlich nicht laufen sollten, oder ich kann sie vielleicht anbohren, also durch das Metall von der Tür ein kleines Loch einbohren, um dass ich da an die Drähte komme. Ich kann die Drähte vielleicht rausziehen. Dann gibt es den 9-Volt-Block-Trick, denn auch mit einem 9-Volt-Block kann ich den 12-Volt gesteuerten Türöffner triggern, dass ich hier durch aktive Bestromung vom Magnetschließmechanismus diesen auslösen kann. Ich habe das nochmal im Nachgang hier vorbereitet, denn ich wollte hier nicht den 9-Volt-Block an meine fertig kombinierte Türzutrittssteuerung anschließen, weil ich Angst hatte, hier vielleicht den Spannungswandler dadurch zu beschädigen. Deswegen habe ich das im Nachgang gedreht, denn auch die 12-Volt LED kann mit 9 Volt bestromt werden. Ja, ein letzter allgemeiner Punkt zum Angriff, den man nicht vernachlässigen sollte, ist der sogenannte Blackout oder Brownout. Denn es gibt manchmal besondere Situationen, dass wenn die Systeme vom Strom gehen und wieder eingeschaltet werden, dass die einen Selbsttest durchlaufen und im Rahmen von diesem Selbsttest ganz kurz den Ein-Aus-Mechanismus testen und dadurch ganz kurz die Tür freigeben. Sollte normal nicht funktionieren, gerade bei der Eigenbaulösung hier mit NodeMCU und der Open Source Firmware ist es ein klassisches Problem, dass die Mikrocontroller gerade beim Boot bestimmte Pins in einem Low- oder einem High-Zustand versetzen, der dann, nachdem die Firmware geladen ist, schwenkt und somit einen nicht planmäßigen Zustand beim Boot haben. Dadurch besteht hier die Möglichkeit, dass wir ein Schließsystem durch kurzzeitigen Stromausfall öffnen können. Ja, das war jetzt der erste Angriffsteil heute.
Wie gesagt, wir haben wirklich praxisrelevant einmal den Angriff auf die Vigand-Datenleitung. Das ist wirklich heftig, weil damit kann man jedes Vigand angebundene System manipulieren. Diese Art des Replay-Angriffs ist wirklich einfach umzusetzen und sie kann nicht verhindert werden. Alle anderen Angriffsszenarien, die ich euch gezeigt habe, die auf der Seite im Bereich des gesicherten Bereichs am Türsteuerungssystem passieren, die sollten normal nicht so relevant sein, nicht so leicht ausnutzbar sein und auch die Angriffe gegen das Schließblech, also dass ich hier manipuliere, wie gesagt, da muss ich ja teilweise schon drin gewesen sein oder das entsprechend anderweitig manipulieren, die lassen sich auch unabhängig natürlich vom Schließsystem immer ausnutzen. Ja, dieser Teil soll es natürlich nicht gewesen sein, denn wir werden im nächsten Teil unsere Türzutrittssteuerung zur Standalone-Lösung umbauen. Das bedeutet, dass danach unsere Türzutrittssteuerung hier die komplette Überwachung und Öffnung selber durchführt. Ja, ob das in der Praxis mehr Sicherheit bringt oder doch mehr Unsicherheit, wir werden es sehen. Nachdem wir es nämlich umgebaut haben, werden wir uns mal anschauen, wie das System auch auf potenzielle Angriffe reagiert. Doch damit soll es nicht genug sein, denn nachdem wir uns auch das angeschaut haben, werden wir wirklich technisch tiefer. Wir schauen uns die Speicher an, wir schauen uns den Mikroprozessor an und wir suchen hier nach Möglichkeiten auch auf Hardware-elektronischer Ebene über die Firmware oder über vorhandene Schnittstellen das ganze System anzugreifen, Codes auszulesen und so über eine geheime Hintertür vielleicht auch das System zu übernehmen. Wie das Ganze funktioniert, ja, ist alles etwas aufwendiger, doch wir werden uns hier Step für Step dann rantasten. Wir werden schauen, wie können wir diese Schnittstellen auf der Platine herausbekommen, was ist und wie können wir uns hier Schritt für Schritt vorarbeiten, um dann tatsächlich das System über die Hardware-Software-technische Ebene zu manipulieren. Ja, soweit noch der kleine Ausblick in die Zukunft. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn es einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonniert und Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch über neue Teile aus meiner Hacking-Serie hier zum Thema Hardware-Hacking informiert und auch wenn ich andere Videos zu anderen Themen aus der IT-Security wieder hochlade. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich rechne fest damit, dass ihr auch wieder im nächsten Teil wieder mit dabei seid. Macht's es gut, ciao!